Spürst du den Boden unter deinen Füßen? Beim Barfußgehen oder mit Barfußschuhen fällt mir das ganz leicht. Herzlich willkommen beim Podcast zum Lichtvertrauen. Mein Name ist Leslie Leila Zock und das ist mein Lichtmops Kela. Auf diesem Jura-Gipfel in unserer Umgebung erzähle ich dir sehr gerne meine Geschichte, wie ich dazu gekommen bin, Barfußschuhe zu nutzen. Barfußschuhe, ein Trend, ja, aber für mich auch ein großer Nutzen. Deswegen fangen wir doch mal ganz von vorne an. Für mich war das Gehen sehr lange Zeit eine Tortur. Ich hatte ständig blutige Füße und ich dachte, das sei vollkommen normal. Ich habe das irgendwie nicht hinterfragt, die Augen verschlossen. Bis an dem Tag, als ich quasi die Schnauze voll hatte, als der Breaking Point erreicht war, dieses Limit, das kennst du vielleicht auch, dieses Erleben dieses Punktes, wo man denkt, so und jetzt ist einfach genug. Es muss sich etwas ändern. An diesem Punkt habe ich entschieden, ich gehe jetzt in ein Fachgeschäft und lasse mir meine Füße ausmessen, denn ich will wissen, wieso zum Geier habe ich immer blutige Füße? Und wieso fühle ich mich so unwohl in diesen Schuhen? Geht doch gar nicht. Gesagt, getan. Und was ist herausgekommen? Meine Schuhe waren stets zu klein, denn meine Füße sind unterschiedlich groß. Ja, du denkst vielleicht, ist ja normal, die meisten haben unterschiedlich große Füße. Ja, das stimmt. Nur meine Füße sind eine ganze Schuhnummer unterschiedlich groß. Das macht schon einiges aus, eine ganze Schuhnummer. Und je nachdem, mit welchem Fuß ich die Schuhe anprobiert hatte, ja, hatte einer oder der andere einfach Probleme. Also nicht lustig. Ja, das war mal eine Erkenntnis für mich. Und ich habe begonnen, generell zu hinterfragen, wie ich mit meinen Füßen umgehe. Und schon ein bisschen vorher hatte ich begonnen, aufgrund dieses Leidensdruckes vermehrt barfuß zu gehen, natürlich zu Hause und bei uns im Garten in sicherer Umgebung. Also wo es möglichst gerade ist und nicht so wahnsinnig steinig und so. Ja. Aber nach diesem Punkt im Fachgeschäft hatte ich das Gefühl, du musst es einfach versuchen. Du musst versuchen, mehr barfuß zu gehen. Du musst jetzt auch auf deinen Spaziergängen mit deinem Hund barfuß gehen. Das ist doch die Lösung. So viele Menschen tun dies. Du kannst das auch. Gut, ich habe es versucht. Wir sind nicht weit weg vom Wald. Wirklich nur ein paar Schritte über die Straße und dann in den Wald. Gut. Kaum im Wald angelangt, haben die Schmerzen, das Leiden begonnen. So diese Nussschalen am Boden, ganz perfid. Diese kleinen Steinchen überall und oh mein Gott. Ich habe sowas von gelitten, ich Weichei. Meine Fußsohlen, meine verwöhnten, weichen Fußsohlen. Ich hatte auch früher bei Fußreflexzonenmassagen, ich habe fast geschrien, wenn mir da schon nur jemand ein bisschen angekommen ist. Also, nee, nach halber Strecke habe ich aufgegeben und die Schuhe, die ich zur Sicherheit mitgenommen hatte, angezogen für den Heimweg. Ich habe es nicht ausgehalten, ging nicht. Gut, was tut man dann? Man ist nicht geeignet für das Barfußgehen in der freien Natur. Zumindest nicht ohne vielleicht jahrelanges Training, habe ich das Gefühl.
Man recherchiert im Internet und was findet man? Barfußschuhe. Ja, ist es dann die Lösung, die ultimative Lösung? Vielleicht nicht ganz, aber zumindest ein Anfang. Also nach langem Recherchieren, ökologisch, bla bla bla, die ganze Geschichte, weil ich ja nicht einfach nur noch konsumieren will, habe ich mich dann doch dazu entschlossen, für meine Füße ein Barfußschuhmodell zu bestellen. Und an dieser Stelle möchte ich auch gleich noch sagen, alle die Schuhe, die ich in diesem Video zeige, habe ich selbst gekauft und ich werde nicht dafür gesponsert. Ich werde auch keine Marken erwähnen, weil ich keine Werbung machen möchte. Dies soll einfach für dich ein Input sein, was du tun könntest, welchen Weg du wählen könntest und vor allem, was es dabei zu beachten gilt. Nun aber zurück zu meinem ersten Modell. Das war im Sommer 2019 und es hatte eine wunderschöne, wirklich extrem dünne Sohle. Zero Drop nennt man das, wenn es keinen Höhenunterschied gibt zwischen hinten und vorne. Und es sah auch noch schön aus. Naja, ein bisschen schön soll es dann doch noch aussehen, oder? Und sie hatten so schön Platz vorne, hatte ich jedenfalls das Gefühl. Meine Füße haben sich frei gefühlt. Es war so wunderbar flexibel. Ich habe jeden Stein, jede Nussschale unter meinen Füßen gespürt. Diesen herrlichen Bodenkontakt wieder gehabt. Wunderbar. Perfekt für den Sommer. Dann kam der Herbst, der Boden wurde kalt. Und dann hatte ich natürlich kalte Füße, weil so eine dünne Sohle. Und wenn man dann nicht immer bewegt und so, also musste ich mir dann doch noch ein etwas wärmeres Modell zulegen für den Herbst und straßenmäßig hat mir das auch in diesem warmen Winter ganz gut gereicht durch den Winter. Ich bin eine ganze Woche mit diesen Schuhen in Glasgow durch die Straßen gelaufen und habe dort ganz klar die Vorteile für meinen Körper gesehen. Nach einem Tag Sightseeing auf Betonstraßen und so, hatte ich keine Rückenschmerzen. Und früher, bei normalen Schuhen, hatte ich das. Ich muss auch noch sagen, im Internet steht ganz klar auch die Warnung, man soll nicht einfach umsteigen, von normalem Gehen auf Barfuß gehen und vor allem Barfuß laufen, also dieses Jogging, weil es wahnsinnigen Muskelkater auch machen kann. Nur in meinem Fall habe ich das nicht erlebt. Ich habe quasi von 0 auf 100 gemacht und weil ich aber vorher schon sehr viel barfuß gegangen bin, vermute ich, habe ich diesen Muskelkater nie erlebt. Ich muss aber auch dazu sagen, ich bin ein Mensch, der so gut wie nie Muskelkater hat. Also sei einfach ganz bewusst beim Umstieg und übe vielleicht vorher schon. Es gibt im Internet auch ganz tolle Übungen für deine Füße. Denn was ein Nebeneffekt dieses Barfußgehens ist und für mich einer der Hauptvorteile, die Füße können wieder beginnen, sich normal zu bewegen. Sie entwickeln sich auch wieder zurück zu ihrer Urform. Sie werden breiter und bis zu einem gewissen Grad auch länger. Du kannst deine Zehen wieder separat bewegen, wenn du das auch übst. Du kannst quasi dich in den Untergrund hinein krallen wieder. Du hast viel mehr Standfestigkeit, einfach ein tolles Gefühl. Und ich denke, das ist sehr wichtig, wieder diese Beweglichkeit in unseren Zehen zu haben, in unseren Füßen generell. Das ist ein Riesenvorteil dieser Barfußschuhe. Die 2 Modelle, die ich zuerst hatte, haben allerdings, sind so quasi, man nennt das so ein bisschen Übergangsmodell, denke ich. Es ist für Anfänger beim Barfußgehen, weil sie haben vorne gar nicht so viel Platz, wie man meinen könnte. Mit der Zeit merkst du das auch.
Du fühlst dich zwar am Anfang freier, weil es besser ist als mit normalen Schuhen, aber wenn die Zehen so wirklich beweglich werden, merkst du, du stehst da an. Auch wenn du Barfußschuhe immer etwas größer kaufst, als du eigentlich die Schuhgröße hättest. Es ist also so, dass diese Anfängermodelle vielleicht der Optik wegen vorne eine gerundete Spitze haben, genau wie die anderen Schuhe. Und die drängen deine Zähne in eine gewisse Form, die nicht natürlich ist. Also habe ich mir dann für das Outdoor-Erlebnis ein paar Schuhe gekauft, die auch dreckig werden dürfen. So richtig Schlamm, Matsch, scheißegal. Ich bin auch nicht der Typ, der seine Schuhe die ganze Zeit putzt und so. Also ich musste Schuhe haben, die wirklich für alle Eventualitäten funktionieren. Und die haben Gott sei Dank jetzt eben vorne eine etwas breitere Zehenbox, die ein bisschen auseinander geht. Und das fühlt sich für mich schon viel, viel besser an. So habe ich über ein Jahr mit diesen 3 Modellen erlebt und habe aber auch gemerkt in diesem Jahr, dass mir diese Modelle langsam aber sicher zu klein werden. Meine Füße sind gewachsen, sie sind breiter geworden. Also habe ich jetzt investiert in ein Wintermodell, weil ich auch entschieden habe, ich möchte zukünftig nur noch mit Barfußschuhen oder barfuß gehen. Und bei diesen Schuhen habe ich jetzt 2 Nummern größer ausgewählt. Ganze 2 Nummern. Meine Schuhe sind mir zu klein geworden, weil meine Füße eine ganze Nummer gewachsen sind. Nur deswegen, weil ich mehr barfuß gegangen bin. Also, wenn du damit beginnst, beginne mit einem Modell. Kaufe nicht gleich den ganzen Laden voll, weil deine Füße werden sich verändern. Du wirst es merken. Beginne sachte. Steige mit einem Modell ein. Schau, ist das gut für dich, für deinen Körper? Ist es das Richtige? Fühlt es sich toll an? Möchtest du dabei bleiben? Und dann triff weitere Entscheidungen. Sonst wirst du viele Schuhe einfach wieder, ich hoffe nicht wegwerfen, aber wieder verkaufen müssen, weil sie dir zu klein werden, weil du neue Bedürfnisse entwickelst. Kann ich dir jetzt aus eigener Erfahrung sagen. Für mich hat sich gezeigt, die Füße verändern sich. Ist ein tolles Gefühl, ist positiv, aber es passiert. Jetzt zum Schluss noch mein Fazit zu Barfußschuhen. Sie geben dir ein wunderschönes, freies Gefühl. Ich hatte nie wieder blutige Füße. Sie erlauben dir, den Boden unter deinen Füßen wirklich zu spüren. Klar, Barfußgeher werden jetzt sagen, es ist nicht das Gleiche wie ohne Schuhe. Ja, das ist so. Aber es ist 1000-mal besser als mit normalen Schuhen. Und ich habe gemerkt, es ist gut für meine ganze Körperstabilität, für meinen ganzen Bewegungsapparat. Für mich gesundheitlich genau die richtige Entscheidung. Vielleicht für dich auch. Recherchiere im Internet. Es gibt ganz tolle Webseiten. Und wenn du Fragen hast, konkret zu diesem Thema, stell sie mir doch in den Kommentaren unter diesem Video. Wenn ich kann, werde ich sie dir gerne beantworten. Und vielleicht erzählst du mir auch deine Geschichte, wie du zu Barfußschuhen gekommen bist und wie du es erlebt hast. Vielleicht hat es für dich nicht funktioniert, kann auch sein. Es ist so individuell. Ich bin gespannt auf deinen Kommentar. Und wenn du Lust hast auf andere Videos, die dir aufzeigen, wie du auf dich hören kannst, wie du auf deinen Körper hören kannst, auf dein Herz, dann abonniere doch diesen Kanal, damit du die nächsten Videos auch mitbekommst. Und jetzt wünschen wir dir frohes, freies Gehen
und senden alles Liebe. Bis zum nächsten Mal. Deine Leslie.